Willkommen bei MJ Update, meiner Serie New in My Collection. Das ist schon der 12. Teil, wo ich euch mein Merch zeige. Ich bin euer Harry und heute zeige ich euch das Duett des Jahres. Seid gespannt. Ich war wieder auf Trödelmärkten unterwegs und in großen Städten gibt es ja immer wieder fast jede Woche Flohmärkte, Trödelmärkte. Und ich finde, es lohnt sich ja immer dort drüber zu stöbern, weil ich finde eigentlich immer irgendwas. Auch wenn Sachen sind, die ich schon habe, wenn die sehr günstig angeboten sind, kann ich meistens auch nicht widerstehen. Wie zum Beispiel bei Say Say Say, die 7-Inch Maxi-Single von Michael Jackson und Paul McCartney. Ich glaube, ich habe nur 1 oder 2 Euro dafür bezahlt. Und ja, für den Preis, die sah wirklich noch sehr gut aus, habe ich sie mir auf jeden Fall mitgenommen. Und lohnt sich auf jeden Fall, sollte in keiner Sammlung fehlen. Zusätzlich ist mir noch Characters von Stevie Wonder über den Weg gelaufen. Das ist sein reguläres Studioalbum von 1987. Warum erzähle ich das hier? Weil auf Characters ein Duett zwischen Stevie Wonder und Michael Jackson drauf ist. Ihr erinnert euch, auf Bad ist Michael zusammen mit Stevie drauf, und zwar Just Good Friends singen sie. Und als Danke dafür, dass Stevie bei ihm auf dem Album war, ist Michael auch zu Stevie ins Studio gegangen und sie haben beide zusammen Get It aufgenommen. Get It erschien auch als Einzelsingle, das wurde als Single ausgekoppelt. Aber hier ist die Albumversion von Stevie Wonder und die hatte ich tatsächlich noch nicht. Und hier sieht man Stevie auf seinem privaten Bett sicherlich. Ich weiß es nicht, also, ja, ich glaube nicht, aber... Und hier ist das Inlay, also ist alles noch original drin. Und bei Get It steht auf der Rückseite, genau, Get It auf der zweiten Seite, auf der B-Seite, Duet with Michael Jackson. Und mal gucken, ob noch irgendwas Nennenswertes auf der Hülle steht. Get It, Duet with Michael Jackson, Music and Lyrics, Stevie Wonder. Also Stevie Wonder hat den Song eben auch alleine geschrieben und sicherlich auch produziert. Und da war Stevie ja auch stolz drauf, dass er Just Good Friends geschrieben hatte. Das stammt ja auch von Stevie Wonder. Und so ist er eben halt auch als Songwriter mit aufgeführt und sicherlich auch an irgendwelchen Tantiemen beteiligt. Hier ist aber das Album von Stevie Wonder. Get It ist ein funkiger Pop-Song, R&B-Song. Hört ihn euch mal an, falls ihr ihn noch nicht kennt. Also das zweite Duett, das ich geschossen habe. Aber das war noch nicht das Duett des Jahres. Dazu kommen wir nämlich jetzt. Duet of the Year. Und so wurde die Single angepriesen von Jermaine Jackson, Duet with Michael Jackson. Tell Me I'm Not Dreamin'. Duet of the Year. Bisschen hochgestochen, 84. Mir fallen bestimmt auch noch andere Duets of the Year ein, die mir vielleicht auch aus 84 einfallen würden, die ich vielleicht besser finde. Tell Me I'm Not Dreaming ist ein Song, den ich auch wirklich nicht so oft gehört habe. Ich habe mir hier auf Vinyl nochmal angehört und ich muss sagen, er plätschert so vor sich her. Dieses Tell Me I'm Not Dreaming, das kommt ja immer ganz schnell rein in den Refrains. Also es wird nicht mein Lieblingssong und ich finde das Duett auch nicht so gut. Er erschien, also das hier ist jetzt die Promotion-Single, die deutsche Promo ist das, die war käuflich so nicht zu erwerben. Die deutsche Promo wird auf Discogs auch recht hoch gehandelt, die liegt auch um die 80 Euro in einem guten Zustand. Im Durchschnittspreis auch um die 40, meine ich, habe ich das dort gesehen. Ich habe sie auf dem Trödeljahr gefunden und habe dafür, sie war mit 24 Euro ausgezeichnet und ich habe nur 12 Euro dafür bezahlt. Der Verkäufer war, glaube ich, froh, dass er sie einfach nur los ist, weil auch für 24 Euro hätte ich sie mir, weiß ich nicht, ob ich sie mir gekauft hätte. Das fand ich schon recht teuer. Aber das ist eben das Gute an Trödelmärkten und Flohmärkten, da schießt man eben die Schnäppchen und wenn da was draufsteht, lohnt es sich immer noch mal nachzuhaken, weil auch die Verkäufer sind froh, wenn die wahrscheinlich solche
Ladenhüter da dort liegen haben, sind die dann auch froh, wenn die irgendwann mal verkauft haben. Und ich war hier dran interessiert, weil ich eben hiervon noch keine Maxi-Single gesehen hatte. Und ich habe jetzt nochmal nachrecherchiert und festgestellt, dass es damals auch hier schon einen Streit zwischen Epic und Arista Records gab. Das sind einmal Michaels Plattenfirma Epic und Arista ist Jermaines Plattenfirma gewesen. Und Epic hat sich eben gesträubt, ihr Okay dafür zu geben. Deshalb erschien diese Single in den USA nur als Radio-Airplay. Erreichte dort wohl auch ganz hohe Chartplatzierungen, teilweise auch Top 10. Ich glaube, bis auf Platz 6 schaffte es dort Airplays, aber wurde nicht als physisches Single veröffentlicht. Das Lied war halt nur auf Jermaines Album Dynamite zu hören. Und ob dieser Song in Deutschland auch als reguläre Maxi-Single rauskam, habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht nachgeschaut. Da muss ich nochmal nachgucken, wenn ich das hier zusammenschneide. Es gab auf jeden Fall diese Promo-Single, die in Deutschland veröffentlicht wurde. Und damit hat sie sicherlich Airplays in Deutschland generiert. Ich habe allerdings auch keine nennenswerten Chartplatzierungen gefunden. Wahrscheinlich ist der auch nicht wirklich gechartet in Deutschland. Ja, das ist das Duet of the Year. Maxi-Single for Promotion Only steht oben drauf. Und erschien bei Arista Records. Arista Records ist übrigens das Plattenlabel von Clive Davids und darunter hatte auch zum Beispiel Whitney Houston ihre Alben veröffentlicht und auch Aretha Franklin. Also Arista Records ist jetzt auch nicht irgendwer, also schon eine bedeutende Plattenfirma gewesen damals, aber eben durch Epic Records, die haben immer dafür gesorgt, dass Michael seine anderen Veröffentlichungen nicht durchbekam. Das E.T. Storybook gab es ja auch schon Probleme. Someone in the Dark Veröffentlichung für E.T., da gab es Probleme. Naja, und vieles weitere. Aber immerhin erschien hier diese Promo-Single. Sie wird recht hoch gehandelt und ich habe sie auf einem Trödelmarkt günstig eingekauft. Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr, dass ich eine weitere Maxi-Single in meine Sammlung begrüßen konnte, die ich noch nicht habe. Und auch das ist was Besonderes an Trödelmärkten und Flohmärkten, weil man findet immer irgendwas, was man vielleicht auch noch gar nicht hatte. Das hatte ich noch gar nicht und jetzt ist es neu in meiner Sammlung. Wie findet ihr diese Duette, die Michael aufgenommen hat? Paul McCartney, Say, 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 Stevie Wonder, Get It oder Jermaine Jackson, Tell Me I'm Not Dreaming. Sind diese Songs auch schon in eurer Sammlung? Sammelt ihr überhaupt diese ganzen Duettveröffentlichungen von Michael mit anderen Künstlern und Künstlerinnen? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns wieder bei der nächsten MJ Update Folge. Einen schönen Sommer, bis bald, tschüss.